Ja, in diesem Video behandeln wir die Übung verkehrtes Rudern oder zu Englisch der Inverted Row. Wie schon der Name sagt, ist es eine Form des Ruderns, sprich es werden ungefähr dieselben Muskelgruppen angesprochen und es wird nur mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet. Sprich, dieselben Muskelgruppen bedeutet, dass unter anderem im Latissimus dorsi, Teres major, der Trapezius, hintere Schulter, Bizeps, Unterarme, dass diese Muskeln angesprochen werden. Somit ist diese Übung ausgesprochen effektiv für jene Trainierende, die zu Hause zum Beispiel keine Langhantel haben und trotzdem nach einer Möglichkeit suchen, eben mit mehr Gewicht als mit normalen Kurzhanteln zum Beispiel zu arbeiten, oder für die eben gerne mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Zur Ausführung benötigst du lediglich eine Klimmzugstange oder eine andere Stange, die du dich hochziehen kannst, und irgendetwas, wo du deine Füße quasi ablacken kannst. Ich habe hier zum Beispiel ein Power Rack, da verwende ich die Klimmzugstange und kann meine Füße glücklicherweise an der Klimmzugstange hinten an der Wand auflegen, und somit habe ich auch schon ein perfektes Areal, wo ich meine Inverted Rows eben machen kann. Ich weiß jedoch auch, dass eine Klimmzugstange, die in einem Türrahmen befestigt ist, vollkommen ausreichend ist. Du kannst dann zum Beispiel einen Sessel hinschieben in den Türrahmen und so für eine ähnliche Situation sorgen, um eben die Übung ausführen zu können. Falls die Klimmzüge noch etwas zu schwer fallen, ist zum Beispiel verkehrtes Rudern auch eine Möglichkeit, um diesem Problem entgegenzuwirken. Sie sind etwas leichter, da du eben bestimmen kannst, wie sehr die Beine auflegen und wie schwer die Übung ist. Jedoch sollte man die Übungen nicht 1:1 vergleichen, sie sind nämlich sehr unterschiedlich, sprechen eben die Muskeln anders an, vergleichbar zum Beispiel mit Schrägbankdrücken und normalen Bankdrücken. Schauen sie ähnlich aus, aber allein der Winkel, in dem die Arme eben sind, ist anders und dadurch werden eben die angesprochenen Muskelgruppen anders stimuliert. Bei dieser Übung ist eine explosive Form vor allem für Fortgeschrittene sehr zu empfehlen, sprich, wenn man schon ein wenig mit der Übung trainiert hat und mit ihr vertraut ist, kann man dann sich eben schnell nach oben ziehen, die positive Bewegung also nach oben schnell durchführen und dann wieder kontrolliert nach unten lassen und wieder schnell nach oben ziehen und so weiter und so fort. Ja, kommen wir nun zur Form. Ich habe eben, wie schon erwähnt, ein gutes Setup sozusagen für diese Übung. Ich kann mich da einfach bei der Hantelstange anhalten und dann mit den Beinen da oben die hochlagern und man kann schon die Übung durchführen. Anfänger sollten diese Übung jedoch auf keinen Fall unterschätzen, da sie eben wie gesagt ähnlich wie Klimmzüge mit dem gesamten Körpergewicht trainieren und die gesamte Rückenmuskulatur quasi besser und gleichmäßiger stimulieren als Klimmzüge, die ja den Fokus eben auf Latissimus dorsi und Teres major legen. Die Kombination jedoch aus diesen beiden Übungen, aus Klimmzügen und dem verkehrten Rudern, ist eine exzellente, um im Ganzkörpertraining zum Beispiel den gesamten Rücken zu stimulieren. Ich würde den Nutzen von verkehrtem Rudern auf jeden Fall noch vor dem Latzug einordnen, da dieser ja eine Maschine benötigt und die nicht jeder zu Hause hat, und natürlich noch, weil Maschinen oft eine unnatürlichere Bewegung als normale Übungen, die mit dem eigenen Körpergewicht oder mit freien Gewichten arbeiten, hervorrufen. Jedoch kommt das verkehrte Rudern nicht ganz an das normale Langhantelrudern oder an Klimmzüge heran, vor allem auch aus dem Grund, weil die beiden Übungen wesentlich einfacher zu skalieren sind. Sprich, ich kann bei der Langhantel einfach mehr Gewicht draufgeben und schon ist sie schwerer, oder ich kann bei Klimmzügen ganz einfach eine Hantel zwischen die Beine klemmen und dann habe ich auch schon wieder mehr Gewicht und verwende mehr Gewicht bei der Übung. Wem verkehrtes Rudern jedoch sogar mit hochgelagerten Füßen zu leicht fällt, der kann einen Rucksack mit Gewichten füllen und so die Übung schwerer gestalten. Ich persönlich habe jedoch eine Langhantel zu Hause und kann auch Klimmzüge ganz einfach ausführen. Deswegen ziehe ich in diese beiden Übungen den verkehrten Rudern vor. Ganz einfach, weil es für mich praktischer erscheint, da einfach auf die Langhantel mehr Gewicht draufzugeben, falls ich die Übung schwerer gestalten möchte. Ich hoffe, du kannst diese Übung noch nicht und konntest wieder etwas dazulernen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.